Herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr super einfach einen Erdbeerschmandkuchen macht. Ein ganz einfacher, saftiger, leckerer Rührkuchenboden mit einer leckeren Schmandcreme. Ist total anfängergeeignet und eure Gäste werden begeistert sein. Wir starten. Viel Spaß! Wir starten mit dem Rührkuchen. Dazu benötige ich einmal 4 Eier. Die Eier sind bei mir auf Zimmertemperatur, so gelingt euch der Boden am besten. Die 4 Eier werden jetzt auf höchster Stufe mit 150 Gramm Zucker schaumig aufgeschlagen. Das dauert so ungefähr 4-5 Minuten. Das merkt ihr, sobald sich das Volumen deutlich verdoppelt hat und weichschaumig geworden ist. Als nächstes habe ich etwas Vanilleextrakt hinzugefügt. Wer kein Vanilleextrakt hat, kann auch Vanillezucker nehmen. Dann habe ich 150 Milliliter Öl noch untergehoben. Das wird nur mal ganz kurz durchgerührt. Und dann geht es dann weiter mit Mehl. Dazu braucht ihr einmal 300 Gramm Mehl, aber die genauen Mengenangaben schreibe ich euch wie immer unter dem Video in der Beschreibung. In dem Mehl habe ich ein Päckchen Vanillepuddingpulver hinzugefügt und ein Päckchen Backpulver. Das wird jetzt in die Eimasse hineingesiebt. Übrigens, wer kein Vanillepuddingpulver hat, kann auch Speisestärke nehmen. Wie gesagt, schreibe ich euch unter dem Video in der Beschreibung. Das Mehl wird jetzt nur ganz kurz nur noch untergehoben. Währenddessen ich das einrühre, gebe ich noch 100 Milliliter Erdbeersaft hinzu. Wer kein Erdbeersaft hat, kann das Ganze komplett durch Sprudelwasser ersetzen. Also ich gebe jetzt noch 80 Milliliter Sprudelwasser hinzu. Statt, wie gesagt, 100 Milliliter Erdbeersaft könnt ihr komplett 180 Milliliter Sprudelwasser hinzufügen oder eine Orangenlimonade, irgendwas Sprudeliges. Das kommt dann in einer Backform. Meine hat die Maße 30 x 40. Den Boden habe ich mit Backpapier ausgekleidet, den Rand nicht eingefettet. Und das kommt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, circa 15 bis 20 Minuten je nach Backofen. Als nächstes machen wir die Schmandcreme. Dazu einmal 500 Milliliter Sahne mit 4 Esslöffel Zucker aufschlagen, bis sie schön steif geworden ist. Dann habe ich hier 400 Gramm Schmand. Das lockere ich einmal ganz kurz nur auf und darunter hebe ich jetzt die zuvor geschlagene Sahne. Einfach dann mit dem Teigschaber vorsichtig unterheben. Ihr könnt es nochmal abschmecken, ob das genug so ist vom Zucker her, aber ich finde 4 Esslöffel reichen vollkommen aus. Wer mag, kann nochmal Vanilleextrakt hinzufügen für den vanilligen Geschmack. Dann habe ich hier 300 Gramm Erdbeeren in kleine Stücke geschnitten und das hebe ich vorsichtig jetzt unter die Schmandcreme unter. Der Boden hat jetzt bei mir genau 18 Minuten gebraucht und den lasse ich jetzt komplett auskühlen. Mein Kuchen ist jetzt vollständig ausgekühlt und ich habe den hier vorsichtig mit so einem einfachen Butterbrotmesser vom Rand gelöst, mit dem Messerrücken. Falls euer Kuchen nicht so schön flach ist wie bei mir hier, einfach komplett aus dem Spring vom Rand lösen, einmal rumdrehen und dann wieder den Rand wieder drum packen. Dann habt ihr die untere Fläche schön gerade und dann verteilt sich die Creme auch am besten. Jetzt gebe ich meine Schmandcreme einfach hier oben drauf. Wer mag, kann auch den Boden nochmal mit Erdbeermarmelade bestreichen. Das Ganze wird jetzt einmal gleichmäßig drauf verteilt. Das Ganze muss jetzt so für 4 bis 6, eventuell 8 Stunden in den Kühlschrank, damit die Creme schön fest werden kann. Ich habe das jetzt hier am späten Nachmittag jetzt gerade gemacht und der wandert jetzt über Nacht in den Kühlschrank. Wer mag, kann den Kuchen dann mit dunkler Schokolade oder mit weißer Schokolade drüber raspeln. Wer möchte, kann auch sich auch eine Zimt-Zucker-Mischung anrühren. Aber ich finde jetzt gerade Schokolade passt am besten zu Erdbeeren. Und das erste Stück geht wie immer an euch. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben hinterlässt. Gerne auch einen Kommentar.
Wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.